It's a mess. Zumindest einfach. Lecker Snack meiner Meinung nach. Hi, ich bin Sophia. Willkommen auf dem Acker. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe Dinge vorgekeimt. Ich habe was zum Aussäen. Ich habe Kürbisse. Nee, das sind keine Kürbisse. Gurken, eine Zucchini und Mais. Ich habe jetzt eigentlich gerade nur noch so eine Stunde Zeit. Nee, eine Dreiviertelstunde. Ich starte hier an meinem Rankbogen. Mein Luffer macht sich ganz gut und auf der anderen Seite hatte ich Mini-Gurken gepflanzt. Die haben die Schnecken komplett malträtiert. Dementsprechend muss ich mir jetzt was anderes überlegen und pflanze hier ein paar Bohnen. Die habe ich alle zu Hause vorgekeimt. Ich habe die über Nacht eingeweicht und dann bin ich nicht dazu gekommen, die zu pflanzen. Und dann habe ich sie einfach regelmäßig mit Wasser gespült und jetzt hier in diese Tüten getan. Ich vertraue nicht so ganz darauf, dass der Luffer das hier alleine schafft, irgendwie auszufüllen. Ich habe im Internet gesehen, dass das krasse Pflanzen sind, die wirklich komplett wuchern können. Das ist bei mir aber noch nicht der Fall gewesen. Ich glaube, ich nehme hier auf der Seite die Weinländerin und dann da drüben die Spargelbohne und ein bisschen was von der Blauhilde. Und die anderen kommen an den Mais, glaube ich. Der hier. Okay. Also das ist die Weinländerin. Ich guck mal, ich habe schon die Hoffnung, dass sich vielleicht hier die Mini-Gurken noch mal erholen. Deswegen will ich hier gar nicht zu viele davon setzen. Ich hatte nicht so richtig Glück mit meinen Kürbisgewächsen dieses Jahr. Die wollten alle im ersten Anlauf nicht keimen. Deswegen, ich habe nur eine Zucchini. Eine Sorte Gurken hat gut funktioniert. Oh Gott, ich bin richtig am struggeln hier. Das war jetzt keine gute Idee. Nee, das war wirklich keine gute Idee. Da kommst du nicht durch. Dauert einen Moment. Ja, kein Problem. Das war meine Mutter, die wollte sich das hier mal angucken kommen, weil sie war noch nicht hier dieses Jahr, aber hat den Weg genommen hinten am Feld und schon auf der anderen Seite vom Zaun. Ich wollte gerade noch mal nachgucken, welche Sorte das war. Das müsste die Latino sein, die Zucchini da drüben. Jetzt habe ich hier Gurken, das sind alles Einlegegurken. Und zwar heißt die Sorte Daphne. Guten Schluck Wasser. It's a mess. Das ist Sunstripe. Ich glaube, die heißt Sunstripe. Nee, könnte auch eine Green Griller sein. 3 Stunden später oder so. Ich habe eigentlich nur noch eine Aufgabe und zwar der Mais hier will ganz dringend in die Erde. Der ist in einer 150er Topfplatte und der ist größer als der, den ich hier vor gefühlt Wochen gepflanzt habe. Das ist die gleiche Sorte, die heißt glaube ich Stowell's Evergreen. Und dann habe ich noch welchen vorgekeimt, den sähe ich jetzt direkt aus. Das ist schwarzer Popcorn-Mais. Kein Mensch braucht so viel Zuckermais. Warum habe ich so viel ausgesät? Das fragt man sich dann. Das ist die True Red Cranberry oder der VEN sagt Svericus. Vielleicht hat ja einer von euch eine Meinung. Davon setze ich jetzt an jede Maispflanze 2 Stück. Also 2 bis 3 Bohnen 10 bis 15 cm entfernt von den Maispflanzen. Heißt, ich mache jetzt einfach immer dazwischen eine Reihe Bohnen und dann können die daran hochklettern, glaube ich. Mais und Bohnen zu kombinieren ist ja eigentlich eine relativ klassische Variante, vor allem auch noch in der Kombination mit Kürbissen. Ich habe das aber noch nie gemacht und bin ganz gespannt zu schauen, wie das in meinem Garten funktioniert. Danach habe ich noch meinen Popcorn-Mais gepflanzt. Beim Mais verkreuzen sich verschiedene Sorten sehr leicht und auf kleiner Fläche ist, soweit ich weiß, das sicherste, den einfach zeitversetzt anzubauen. Deswegen habe ich hier zuerst den Zuckermais gepflanzt, damit der hoffentlich als erstes blüht und dann auch wirklich Zuckermais ist. Und jetzt sähe ich noch meinen Popcorn-Mais.
Ich pflanze jetzt noch ein paar Sonnenblumen. In der Hoffnung, dass die Schnecken sie mir dieses Mal in Ruhe lassen. Ich bin an diesem Morgen dazu gekommen, einen kleinen Spaziergang bei uns durch den Park zu machen und Holunderblüten zu sammeln. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal Holunderblütensirup selber gemacht. Ich habe das Rezept nicht mehr finden können, deswegen habe ich mir ein neues rausgesucht. Das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist relativ simpel. Bei diesem Rezept kocht man das Wasser auf und gibt dann Zitronensäure dazu, lässt Zitronen und Limetten darin ziehen, gemeinsam mit den Holunderblüten. Hier muss man gut aufpassen. Ich habe sehr viele Käfer in den Holunderblüten gefunden, also das gut kontrollieren. Dann habe ich das Ganze im Kühlschrank ziehen lassen für 2 Tage und dann nach dem Abseien kocht man das noch einmal auf, gibt den Zucker dazu und kann das dann einfach heiß abfüllen, wobei ich das tatsächlich nochmal im Wasserbad eingekocht habe. Das Zitronen. Eine Handvoll. Hier dran wachsen die Sorte Golden Sweet. Das sind diese gelben. Sehr gut. Bester Gartensnack meiner Meinung nach. Und die Schweizer Riesen wachsen hier dran. Das sind diese hier. Auch sehr gut. Und daneben wächst eine Sorte, die heißt, glaube ich, Sweet Salome. Die habe ich später ausgesät, die ist noch nicht so weit. Ich bin an dem Tag hauptsächlich in den Garten gekommen, um meine Knoblauchblüten zu pflücken. Für die, die es nicht wissen, es gibt Knoblauch, der Blüten ausbildet und welche, der keine ausbildet. Im Englischen heißt das Hardneck und Softneck Knoblauch. Ich habe dieses Jahr 2 Sorten im Garten, die Blüten ausbilden. Das ist einmal die Lubascha, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist eine ukrainische Sorte, die hatte ich schon 2 Jahre bisher im Garten, glaube ich. Gefällt mir sehr gut. Und dann neu probiert habe ich den Sprint. Da bin ich kein ganz so großer Fan von. Ich glaube, der wird es nicht nochmal in den Garten schaffen. Und dann habe ich eine Sorte Gakua, die keine Blüten bildet. Die ist dann besonders gut geeignet, um zum Beispiel Zöpfe daraus zu flechten. Das Pflücken der Blüten hat den Vorteil, dass die Pflanze ihre Energie dann wieder auf die Knolle fokussiert und eine größere Knolle Knoblauch ausbildet. Ich friere die Knoblauchblüten in der Regel gehackt ein und benutze sie dann zum Backen oder zum Kochen. Ich habe aber auch schon Knoblauchblütenbutter daraus gemacht und Knoblauchblütensalz. Das hier ist eben mit dem Sprint super viel passiert. Ich kann mir das mal rausholen. Ich habe aber das Gefühl, das reißt ab. Nee? Ja, gut. Ja, der hat auch 10. Oh, der ist abgerissen. Es kann schon mal sein, dass wenn man sehr kleine Zehen pflanzt, dass das dann sehr kleine Knollen Knoblauch ausbildet. Aber das zieht sich sehr konsistent durch die ganze Sorte. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das der Grund dafür ist. Das ist besser, als ich erwartet hatte, muss ich sagen. Das erinnert mich daran, dass ich mich ganz dringend um den letzten Rest von letztem Jahr kümmern muss. Ich habe nämlich tatsächlich noch Knoblauch aus dem letzten Jahr. Ja, sowas habe ich eher erwartet. Ich wollte mir in der Gärtnerei eigentlich nur eine neue Melone besorgen. Dabei ist es natürlich nicht geblieben. Es ist auch noch eine Zucchini eingezogen und ich probiere mich das erste Mal an Süßkartoffeln. Ich bin gespannt, wie die sich dieses Jahr machen. Und zum Abschluss habe ich mit meinen Knoblauchblüten eine Focaccia gebacken. Und die war wirklich sehr lecker. Das Rezept verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.